Ich habe mich schon relativ früh, das fing glaube ich mit 12 Jahren schon an, habe ich mich für alternative Heilmethoden, auch für energetische Behandlungsmethoden interessiert und eigentlich ist das gar nicht so spektakulär. Irgendwann bin ich durch Berlin gelaufen und bin an einem Antiquariat vorbeigekommen und in der Auslage dieses Antiquariats stand ein Buch, Reiki, Fernbehandlung, Patientenbehandlung, Fremdbehandlung. Ich habe nur dieses Buch gesehen, konnte mir noch gar nichts darunter vorstellen, habe gedacht, das mache ich, das brauche ich. Damals gab es noch nicht so viele Reiki-Lehrer. Ich hatte aber das Glück, gleich 2 Wochen später eine Reiki-Lehrerin in Berlin zu finden und habe dann 1992 meinen ersten und den zweiten Grad im Reiki dann auch gleich belegt. Habe damit dann 10 Jahre, 12 Jahre sehr intensiv an mir gearbeitet, habe auch viele andere Menschen behandelt, hatte auch die Gelegenheit damals schon im Krankenhaus hin und wieder Patienten behandeln zu dürfen und habe mich dann dazu entschlossen, 2003 meinen Reiki-Lehrer auch zu machen, um diese Methode dann auch an andere weitergeben zu können. Im Krankenhaus durfte ich damals noch gar nicht so viele Erfahrungen sammeln, wie das heute der Fall ist. Es ist ja so, wenn ich nochmal auf meine Reiki-Karriere eingehen möchte, ist das ja momentan, vor 4 Jahren erfuhr die im Grunde so ihre Krönung dadurch, dass ich in dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, ein Berliner Krankenhaus, gefragt wurde, ob ich Reiki nicht in die Behandlung von Schmerzpatienten mit einbringen könnte. Das hat mich natürlich sehr überrascht, weil es ein ausgeprägt schulmedizinisches Haus. Nur bei chronischen Schmerzpatienten geht man halt oftmals auch davon aus, dass man sagt, wir sind am Ende, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir bieten jetzt noch Alternativen. Und da wurde ich gefragt, ob ich Reiki mit einbinden kann und das mache ich jetzt seit 4 Jahren und das ist für mich so die Krönung meiner Reiki-Karriere, dass ich in einem schulmedizinischen Haus, in einem großen Krankenhaus mit Reiki arbeiten darf. Das hat sich jetzt zur eigenen Abteilung entwickelt. Wir sind jetzt inzwischen 5, arbeiten unter dem Überbegriff Entspannungstherapie und arbeiten sehr viel mit Reiki dort. Die Patienten bekommen erstmal die Behandlungen im Unfallkrankenhaus, erfahren dann die ersten Wirkungen der Behandlungen auf sich und dann nach dem Aufenthalt im Unfallkrankenhaus beantragen viele dann die Übernahme der Kosten für ein Seminar. So war das unter anderem auch bei diesem Patient, der dann recht zeitig den ersten und den zweiten Grad belegt hat und dann nach einem Prozess der Selbstheilung und der Erfahrung mit Reiki dann auch entschlossen hat, sich dazu Reiki-Lehrer zu werden und das jetzt inzwischen selbst weitergibt. Diese Schlüsselerlebnisse, die sind nicht unbedingt nur gebunden an meine Arbeit im Krankenhaus, die gab es auch schon vorher. Also ein ganz spannendes Erlebnis hatte ich auch während eines Seminars für den ersten Grad, in der eine Reiki-Schülerin kam, die unter Neurodermitis litt und das blühte gerade am ganzen Körper. Und bereits nach dem ersten Tag im Seminar waren die Symptome zur Hälfte weg und nach dem zweiten Tag war nichts mehr zu sehen. Das war wirklich ein wunderbares Erlebnis zu sehen, was in Menschen passieren kann. Und natürlich habe ich diese Erlebnisse auch häufig im Krankenhaus erleben dürfen. Viele Patienten, und das ist auch der Grund, weshalb wir das immer noch im Krankenhaus anbieten, die Patienten bringen halt immer wieder positive Feedbacks, Rückmeldungen davon, inwiefern ihnen das dann auch geholfen hat. Schmerzlinderung zum Beispiel ist ein großes Thema dann. Ähm, und diese Rückmeldung bekommen wir permanent und eigentlich täglich. Für mich ist es ein Traum, wenn Reiki auch jetzt immer mehr in Krankenhäusern zur Anwendung finden könnte, als Ergänzung zu schulmedizinischen Maßnahmen dazu. Und erhoffe mir natürlich, dass meine Arbeit im Krankenhaus so auch ein Türöffner dafür ist, dass das jetzt auch in anderen Krankenhäusern möglich wird, dass immer mehr Menschen davon hören dann auch. Und natürlich ein größerer Traum für die weitere Zukunft wäre es für mich, wenn auch privat in jeder Familie jemand wäre, der in Reiki eingestimmt ist und damit dann auch behandeln könnte. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, denke ich, bei Reiki und vor allem seine Einfachheit. Jeder kann es lernen, jeder, ausnahmslos. Ich werde natürlich in letzter Zeit, seitdem auch der Artikel im Reiki-Magazin erschienen ist, immer häufiger gefragt, ob ich nicht mal auch Vorträge halten könnte über Reiki. Und das ist momentan meine Art und Weise, das dann auch immer breiteren Schichten zugänglich zu machen, wobei ich immer noch ganz wesentlich meine Arbeit im Krankenhaus sehe, weil 90% der Patienten, die dort zu den Behandlungen kommen, kennen Reiki nicht.
haben sich noch niemals mit Reiki oder anderen alternativen Behandlungsmethoden beschäftigt. Und für die ist das erstmal völlig neu. Die meisten sind auch sehr skeptisch. Die kommen in die Behandlung rein und gucken schon etwas ängstlich manchmal sogar und sagen, dann machen sie erstmal ihren Hokuspokus. Und wenn die dann aufstehen, sagen die, wie geil war das denn? Das war ja irre. Also das hätte ich nie gedacht, dass ich das dort erfahre. Und das ist halt auch der wesentliche Punkt. Ich kann stundenlang Vorträge über Reiki halten, theoretisch, kann sagen, wie es wirkt, was es machen könnte. Und letztendlich bleibt es dann immer bei dem einen Satz, Reiki fördert lebendige Prozesse im Körper. Das kann aber bei jedem ganz anders aussehen. Und deshalb muss jeder wirklich erstmal die Erfahrung für sich selber machen, was bewirkt Reiki in mir und wie hilft mir das bei meiner Heilung jetzt weiter. Reiki ist einfach. Es ist so einfach. Ich habe es einfach immer in den Händen und ich habe es immer dabei. Und das ist für mich etwas ganz Wesentliches bei der Nutzung, bei der Behandlung von Reiki und das, was ich versuche auch in den Kursen immer wieder zu vermitteln, dass kein großes Konstrukt darum zu bauen ist, dass es sind unsere Hände, die wir permanent dabei haben und mit denen wir dann auch arbeiten können an uns selbst und das egal wo ich bin und wie es mir gerade geht, habe ich immer die Möglichkeit, mich jederzeit mir selbst zu helfen oder mich zu heilen.